48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 13. Episode des YPC Boat 2025 und damit zum finalen Wettkampftag in Gruppe C. Nach einem fantastischen Auftakt steuern wir möglicherweise auf ein historisch gutes Gesamtergebnis zu. Aktuell führt Bite of Bleak mit bärenstarkem Board, gefolgt von Team Monkey Lures, das ebenfalls bei weit über 90 Punkten pro Fisch liegt. Fox Rage hinkt bei den Zandern leicht hinterher, stellt dafür bei den beiden anderen Zielfischarten das jeweils größte Exemplar und auch die 3 Teams aus der unteren Tabellenhälfte können allesamt auf mindestens 2 guten Fischen aufbauen. Heute geht's auf den Fluss und das bei optimalen Angelbedingungen. Bleibt nur die Frage, ob die Fische das genauso sehen. Wir gehen rein. Viel Spaß! Bringst du mir heute Glück? Hä? Lass sie mitnehmen. Glücksbringer, komm. Als Galionsfigur einfach vorne am Boot ran. Was meinst du, sollen wir den heute nehmen zum Angeln? Oder fängt der? Oder doch lieber Vanilla Cognac? Die will wirklich mit. Wie geil ist das denn? Hast du die Westen? Hä? Die Westen? Hast du die aus dem Auto nicht mitgenommen? Es bleibt bei 1. Ich muss gleich wieder umdrehen. Fuck, Alter. Naja, so schnell kannst du gehen. In der Aufregung erstmal schön die Schwimmweste vergessen. Hello guys, so welcome back. We are in our day 2, river day today for us. It's going to be complicated. We have strong team in front of us. They have already some solid fish, so we need to upgrade to have a chance. Yeah. So it's a little bit all or nothing. Yeah, we are on the River Ammer. We really like this river. We have a couple of nice spots there, and we try to get some big fish for our scorecard. Yeah, so anyway, we're gonna have fun and cheer for us because we're really gonna need your support. Let's go. Guten Morgen. Good morning. Yeah. So, second day, river day. This is gonna be great. We got a full card at the lake day. Yeah, really good full and we card. have to now we have to catch 2 good fish for the card, so then it will be good. 1 big perch to begin with, and then we go for a big pike. Big pike, and Yeah, then so we're really looking for like a 45 plus perch. conditions are perfect. We hope that everything will get fine, and so that we have some fun, huh? Yeah, and we got a really nice spot to begin with. It's a lot of bream and also some predators here, so we're really hoping for a perch, but you'll never know. Let's go, my friend. Let's go. Welcome back. Good morning from the Fox Rage boat. Today is river day, and main goal today will be 2 big perch and 2 or 3 big zanders. And I think that's a big job to do. Yeah, but we're trying to do that on the same way that we did the last time on the river day. So we go cranking. I will go for the Salmo perch, the rattling. And I will go for the Pro Series 5 from Striking.
So really good crankbait for deep cranking. Goes up to 6.5 meters. We use a Salmon Hornet Trail Seeker rod, so ready Yes. to go. And I'm fishing not with the Salmon Perch, but with the Salmon Hornet, of course. Yes. Wish us luck. Drück uns die Daumen. Herzlich willkommen. Wir sind jetzt am zweiten Tag und wir stehen an einem altbekannten Spot, würde ich sagen. Ihr habt den bestimmt schon mal gesehen. Sonne geht gerade auf. Wir werden mit Twitchbaits anfangen, in der mittleren Wasserschicht erstmal abzutwitchen, in der Hoffnung, dass die Fische hochkommen. Falls sie nicht hochkommen sollten, gehen wir die Etage weiter runter, um sie dann zu bekommen. Wir sind optimistisch für den Tag, wollen viele und schöne Fische fangen. Der Rest wird sich zeigen und wir sind gespannt. Es ist 8 Uhr und ich würde sagen, wir legen los. Wir legen los. Petri, dir. Dir auch. Dickes Petri, uns beiden. Einen wunderschönen guten Morgen. Moin. Da wir am ersten Tag zwar gute Fische gefangen haben, aber die bei uns in der Gruppe nicht reichen, machen wir hier so einen kleinen High-Risk-Move heute. Den Spot habt ihr vielleicht schon erkannt. Team Hardy Rice hat hier auch schon gefischt. Vielen Dank an Fabian dafür. Ja. Wir gucken mal, ob wir hier noch schnell 3 Barsche kriegen, um dann sofort wieder zu trailern und nach das zu bringen. Heute gibt es einen High-Risk-Move. Ab jetzt. Herzlich willkommen zurück. YPC Boat 25 geht weiter. Der zweite Tag für uns. River Day, vor dem wir so ein bisschen Angst hatten, denn ehrlich gesagt fischen wir im Verhältnis Fluss, See sehr wenig die Flüsse. Und ja, aber nichtsdestotrotz haben wir einen Plan, um heute dicke Barsche zu fangen und hoffentlich noch einen dicken Hecht, damit wir wirklich eine vernünftige Karte haben. Am ersten Spot haben wir es jetzt auf Barsche abgesehen. Was ist dein Plan? Ja, ich werde mein Konzept treu bleiben, werde schön den Krabby Louis wieder über den Boden schleifen. Das hat mir ja schon im Seetag viele Fische gebracht und ja, mal gucken, ob es funktioniert. Und ich starte mit dem Shaky Louis in 10 cm am Dart-Jig und ja, hoffentlich kriegen wir jetzt ein paar dicke Barsche. Ja. Also, Monkey Lures gibt heute Gas. Definitiv. Die Matchpläne stehen. Zeit für einen kurzen Blick auf die Karte. Tailwalk beginnt auf der Spui, Fox Rage auf der Deutschen Kiel. Bite of Bleak, Adventa und Monkey Lures starten von West nach Ost auf der Ammer. Und Sunline beginnt auf Empfehlung von Hardy Rice auf der oberen Meerwiede. Die richtige Entscheidung? Oh, 8 Uhr. Wir können sogar anfangen. Die Bremse noch einstellen, Haken sind scharf. Okay. Erster Wurf. Let's do the first cast. Let's go. First cast. Fisch. Großer Barsch, ne? Ja, guter Barsch. Fabian, du bist der Held. Fabi, Junge. Jo, der ist schick. Und Yes. zack, 1 von 3. Paul, mach weiter. Wir müssen hier schnell fischen. Also doch ein bisschen aktiver, ja? Ja. Und dann schauen wir mal, wie lang er ist. Und dann haben wir hier 1,5, 46. Richtig geil. Schöner Brummer. Den lassen wir jetzt wieder schön zurück. Yes. 2 Stück noch für die zweite. Ja, ich hab Fisch. Zweiter Wurf. Ja, Mann! Erst Nachläufer bzw. Fehlbiss voll drauf geballert, aber einmal vorbei. Ja. Und der kam. Da ist er. Da ist der schöne Barsch. Ein schöner Fisch. Und das gleich morgens in dieser Stimmung. Guck dir das mal an, ey. Geil. Geiles Ding. Wir wollen mal schnell messen, weil da sind noch ein paar mehr. Ja, ich würde sagen 46, 5, 47. sehr, sehr geil. Und den werden wir jetzt gleich wieder releasen. So, jetzt erstmal den Köder hier rausholen. Ich zeige ihn euch sofort. Dauert eine Sekunde. Robin? Fisch. So, ich muss einmal nach vorne. Dankeschön. Also, Köder hängt noch im Netz und der nächste Barsch hängt.
Jetzt haben wir großen und kleinen Bruder im Netz. Der Kaira-Chat, Bruder vom Trick-Chat, läuft ein bisschen tiefer und der Trick-Chat selbst. Geil. Mann, 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 Mann. Nächster Wurf, ich hatte ja einen Nachläufer. Dann hatte Robin seinen Fisch. Deswegen habe ich schnell den Fisch reported von ihm. Nicht ganz so groß meiner. Trick-Chat kennen bestimmt sehr, sehr viele von euch Zip-Baits. Ja, im durchsichtigen Körper können wir gleich noch mal zeigen in der Teilaufnahme. Aber erstmal Fisch versorgen und dann zurück damit. Einmal messen. Noch so einen schönen Moppel. Der hat 41, kommt direkt zurück in die andere Richtung, dass er nicht zurückschwimmt. Klappt eh nie. Und beim Köder, die haben ein Weight Transfer System. Das ist ein Magnet, der auf einer Metallstange läuft, der vorne gehalten wird durch einen entsprechenden Magneten. Und dadurch hat man immer einen perfekten Wurf, extreme Wurfweiten. Der ist jetzt leicht durchsichtig, haben wir extra gemacht, weil die Fische hier viel kennen. Hat aber auf der Innenseite, wenn man den so dreht, halt von innen angemalt den Rücken. Und das blitzt natürlich sehr, sehr schön auf in der Neonfarbe. Wenn man den klackt, vielleicht hat man es gehört, dann rutscht das nach hinten. Und dann, wenn ich ihn einmal antwitsche, wird es nach vorne geschoben und durch den Magneten wieder gehalten. Und dadurch hast du halt perfekte Wurfweiten bei allen Zip-Baits-Modellen. Wirklich ein schönes Weitwurfsystem, was sehr, sehr gut funktioniert. So, und wir können es auch mal kurz nebeneinander halten, weil wir haben ja gerade beide gefangen. Genau. Der große Bruder vom Trick-Chat, der Kaira-Chat. Hier sind sie, gerade beide gefangen. Bisschen mehr Volumen, bisschen tieferes Laufverhalten, aber beide Hammer. Funktionieren. Sehr munterer Auftakt. Robin und Guido bringen 2 Barsche aufs Board und dadurch kann auch ein kleiner Hecht von Tag 1 aus der Reserve nachrücken. Das Ergebnis? Full Card für Tailwalk. Allerdings ist ein anderes Team drauf und dran nachzuziehen. Fisch. Ja, ja, ja. Die stehen auf das Getwitschte. Du musst vom Kescher hoch. Jo. Perfekt. Jo. Alter! Nein! Ich dreh durch! Ey, das gibt's ja nicht. Ey, das ich hätte fast noch gekeschert. Zieh uns mal ein Stück Der war rein. schon im Kescher? Nee, war er nicht. Vorsicht. Ey, warum denn schon wieder so ein Pech? Der war, glaube ich, noch ein bisschen größer. Der war ein Stück länger, ja. Ja, ich hatte jetzt auf dem Chatterbait auch den ersten Biss. Ungefähr 2 cm zu kurz gebissen. Da kommt erst der Haken. Ich werde jetzt mal noch einen Trailerhook aufziehen. Also so viele Fehlbisse und Aussteiger können wir uns jetzt auch nicht erlauben. Aber ein gutes Feeling hier. Christian hat, frei nach Andi Möller, vom Feeling her ein gutes Gefühl. Und ich finde auch, der Morgen lässt sich sehr gut an. Yep, hooked up. Yeah, this should be a better perch, I think. This is perch for sure. Yeah, it should be a quite a good perch. Let's come in, please. Please, 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 please. Whoa, did you see the after? Yeah, do cast. Yeah, Did you see for after? Did you see it was a bigger predator after? I think it's a really good perch, I mean, after it. So this is, you do it here? Yeah, I'll do it. Just cast. That was a really Go inside, good go one. inside. This is not a bad one either, though. So that's big enough? Yep. No, it's not that long. Doesn't matter. It's 30 and 39, do you see? 39? Yeah. Yeah, it's okay, perfect. Got it on this crawfish imitation, Ural Crow 7 centimeter. Really nice, really nice. Yeah, that's a great start. But you saw another fish? Yeah, it was a really big one. Not sure if it was a really big perch like a 50 plus or if it was a pike. All the way up to the net. So there is something more that's really big down there. Fish. Wow, good contact, good contact. We must still cleaning our lures because a lot of grass is there. It's really shallow area, but sometimes also Zandras, pike and perch as well can stay here. That's the reason why we are here.
Okay, I'm standing on the deeper side because deep water on the right and Geert is fishing on the shallows. So a trick what I use for deep cranking is make a long cast. So we use a long rod, thin line, and then when you start the crank, you do it a little bit quicker and put the rod in the water like this. So you can go deeper pretty early in your cast, so then you are longer in the strike zone of the perch and the senders here. So that's a trick what all boat fishermen can do. From the shore it's a little bit hard because then you more stuck into the bottom, what you don't like. We did already a couple casts with the crankbait, but no action yet, so let's switch to a shed. This nice Fox, the Slick Shed. I'm fishing with the Sender Pro rod. It's a 240 rod with a casting weight still 21 grams. So really nice setup for fishing heavy jigs on the river. Fisch. Sehr gut. Fisch, der erste. Fühlt sich nicht sehr groß an. Oh, gar nicht so schlecht. Oh, ist gut. Ist gut. Der Plan funktioniert. Der Plan funktioniert. Vielleicht erwische ich noch einen vom Trupp. Okay, Leute. Geil. Und guckt euch mal an, wie der gepunktet ist. Alles mit diesen schwarzen Punkten. Der Köder, wie im Seetag, ein Chatterbait mit dem Curly Louis. Da haben wir ihn. Selten geangelt von den Leuten. Ich fische das super gerne und bringt mir immer wieder gute Fische. Also denkt an den Curly, denn dann fangt ihr solche Barsche. Scalen nass machen. Und wir haben 45. Glatte 45. Viele wichtige Punkte für uns. Das wollten wir haben als erstes, den Barsch. Wenn wir davon noch mal einen bekommen, geht es weiter auf Hecht. Also, der geht schwimmen und dann holen wir uns den nächsten, hoffentlich. Yes, der Anfang ist gemacht. Der geil, Anfang ist gemacht. Geil. Ey, der Curly. Ein Erwischen hier vom Trupp. Ich liebe dich, Curly. Einen Fisch brauchen wir mindestens heute noch. So. Immer nach jedem Fisch mal einmal kurz kontrollieren, ob alles okay ist. Die Schnur, das Vorfach, wieder Nieti. Ihr seht den Effekt. Dadurch reißt das auch nicht so schnell wie ein hartes Titan. So, und der Köder geht wieder ins Wasser. Oh, das ist was anderes. Das ist ein Hecht, glaube ich. Geil. Oder ein Rapfen. Da hinten ist ein Rappenhof. Alter, was ist das jetzt? Das ist ein Hecht. Alter. Kriegst du den irgendwie, wie weit bist du weg von dem komischen Poller? Bin ich weg. Ich bin ready für 1,20 Meter. Naja, so 1,20 Meter ist er nicht. Aber vielleicht hat er 90. Ja. Muss ein bisschen aufpassen, der wollte gerade schon nach oben raus. Ja, das kann ich euch mal präsentieren. Der ist lang. Ein schöner Pikey. Richtig schön. Jetzt haben wir die Fullcard, oder? Die haben wir jetzt, ja. So, jetzt packen wir mal auf der Matte den Kollegen. Ich halte ihm mal die Augen zu. Vorne sind wir dran. Warte, noch ein Stück vor. Jetzt sind wir dran. Was haben wir? 89. Den wollten wir jetzt eigentlich noch ja nicht Pike angeln, wollten wir eigentlich gleich hin, aber ist ja auf jeden Fall ein netter Beifang. Schöner Fisch. Nicht meckern. Nee, da meckern wir ja nicht. Geil. Den lassen wir jetzt mal zurück. Zack. Ach, geil, weiter jetzt, Leute. Lass mich nicht hängen. Hm? Oh. So, Leute. Von Sunline, das 7x7 Stahl. Macht auf jeden Fall einen richtig geilen Job. Und das lässt sich auch vor allen Dingen richtig geil binden. Also ich hatte noch nie so ein geiles Stahl als Vorfach.
Einfach 4-mal rumgeschlauft. Zack, 2, 3, 4. Jetzt einfach durch die Öse hier. Jetzt gibt es einen kleinen Trick, dass sich das nicht aufräufelt. Jetzt zieht er das einfach erstmal alles nach vorne. So hier. Und dann zieht das fest. Und dann ist es perfekt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ist halt ziemlich klein der Knoten. Und der hält bombenfest. Fisch. Maulfisch. Ja, geil. Das ist ein dicker Barsch. Jetzt konnte ich mich auch vielleicht gleich entschneidern. Ich habe die strömungstiefe Kante geangelt. Paul im flachen. Bitte sein dicker Barsch. Das ist ein dicker Barsch. Ja? Ja. Bitte. Ja, Mann. Yes! Bam, Alter. Plan geht bis jetzt gut auf, Leute. Ey, die haben geil. Farben hier, das ist ja Wahnsinn. Köder ist schon ab. Und hier ist der prächtige Schlag und Rang. Barsch. Ein alter Krieger. Ja. Dann haben wir hier 45,5, 46. Schöner 46er, sehr schlank. Der soll mal noch ein bisschen an der Strömungskante essen gehen. Darf wieder zurück. Köder präsentiere ich euch sofort nach. Da haben wir hier einmal den Rattlesnake von Lurfans. 55er Variante. Das ist halt eine Zikade mit einem Spinnerblatt dran. Das vereint die Vorteile von einer Zikade plus einem Jigspinner. Und ich habe damit schon sehr gut gefangen, wie man sieht, weil der war überall immer so bläulich. Top Köder, sollte man in der Box haben. Gucken wir mal, ob wir noch einen kriegen. Fisch. Oh. Echt? Upsala. Oder? Zander. Den wolltest du haben, den hast du weggelöffelt. Den wollte ich ganz sicher haben. Das ist unser nächster Bonusfisch. Guido, der ist gut. Der ist super, super wichtig. Ah, tut gut, tut gut. Haben wir 70? Wir haben über 69,5, 70. 70er auf Twitchbait. Ja, Mann, das war der Plan. Es läuft. Lass noch 5 Minuten fischen und dann auf Hecht. Ja. Und zurück damit. So, jetzt geht das Taktieren los. Mhm. Hechte müssen raus. Ja. Aber der Spot muss erstmal noch. Weil wir brauchen, glaube ich, ein ganzes End über 700 Punkte heute, um da mitspielen zu können und eine Chance aufs Finale zu haben. Ja. Also einen Barsch müssen wir noch upgraden und einen Pike müssen wir mindestens upgraden. Und das wird eine Mammutaufgabe. Außer hier steht noch ein großer. Robins Punkteprognose realistisch. Aktuell liegt Tailwalk aber gut im Rennen und auch Sunline hat im Handumdrehen die Karte voll gemacht. Das Feld rückt dementsprechend noch dichter zusammen. Wir hoffen natürlich, dass dieser Trend anhält. Oh, this small zander. It's our first fish today in a river day. Let's measure him quickly. It's 47. This 47 centimeter zander is our first fish from our river day, from our second day. Let's release him and let's go try to catch a bigger one. Bye bye, buddy. Fish on. It's not too big. So, shall I net it anyway? Yeah. It's bigger. It's bigger. Much bigger. Much bigger. And get it up. No. Yep. Yep, that's a big one. Woo. Nice, Jochen. Baby! Let's go. This magic Pope, I love it. How big? It's 42. Yep, that's a good one. Yep.
So just 3 more centimeters, then we're ready. Thanks! Perfect! You see? Magic lure. That's nice. With this little red on it. We get another one! Boom. 42. We always lose 3 centimeters. Yeah. You caught it like really far in, yeah. Shall we like go a bit far in, or this might be good, this might be good if they're coming out. Zweiter Barsch für Bite of Bleak und dadurch ergibt sich für den Moment eine kuriose Situation. Die beiden gefangenen Barsche haben nämlich 2 deutlich größere Exemplare von Tag 1 ersetzt, wodurch 2 kleinere Hechte vom Lake Day nachrücken konnten. Für die Full Card und eine insgesamt bessere Gesamtpunktzahl. Trotz Führung will Jochen das aber so natürlich nicht stehen lassen. I think we have to do a 50 plus. Yeah, I think so. Cool, fucking cool. Just do it. Perch number 2. Full card. On the Striking Pro Series 5. I got a brand new one yesterday without scars. And there's fish number 1 of the day. Let me see. It's 34, but there are much bigger ones here. We will find a bigger one, I'm pretty sure, today. Let's put this one back. Okay, it came from pretty deep water, so I think around 5.5–6 meters. And that's the big advantage of the deep diving crankbaits. You can cover a lot of water from shallow to really deep, and it works for both sander and for perch. Also for pike, but there's not a lot of pike on this river, so perch and sander is the main focus for today. So I will go quickly on to find a bigger one. Also wir machen jetzt einen Spotwechsel, wir brauchen die Zeit für die Hechte, weil morgens kommen die großen Fische und das dürfen wir nicht verplempern. Ich sage euch eins, der neue Minn Kota Quest ist eine Waffe. Wir können jetzt eine Drift ansetzen von 0,2 km/h, was wir jetzt machen werden. Und der Motor macht alles vollautomatisch und zieht uns perfekt an der Kante lang, an der Struktur. Und wir müssen nicht mehr mit der Hand irgendwie nachsteuern, mit der Fernbedienung oder mit dem Fußpedal. Und man kann einfach nur noch fischen. Und das ist einfach geil. Na na na, shaky shaky, shaky shaky. Der neue Hit auf Spotify. Shaky Shaky mit dem Shaky Louie. Mal gucken, ob der jetzt einen Barsch rausshakert. Ja, da ist der Shaky. Sauber. Sauber. Hey, gerade noch gesungen und da ist der Barsch. Yes! Ja, sauber. Der zweite Barsch. Der zweite ist leider nicht ganz so groß. Das ist nicht das Kaliber, was wir uns gewünscht haben, aber nehmen wir. Ich habe gerade mal gewechselt auf einen Shaky mit einem Dart Jig von BKK und das hat mir den kleinen Barsch gebracht. Ich glaube, für uns wird es keine Verbesserung sein. Wir legen den trotzdem mal aufs Brett. Aber es bringt uns die Full Cut erstmal. Ja. So, der hat die halb 38er Barsch. Ah, aber geil. Das macht Spaß. Ich denke mal, wenn die Sonne rauskommt, ist es noch mega nebelig, dann wird es besser für uns. Aber bis dahin läuft's. Sehr geil. Immer wichtig, andere Seite, damit er nicht petzen kann. Yes! Ah. Fisch Nummer 2. Perfekt, Full Cut. Full Cut für Team Monkey Lures. Das ist schon mal gut. Ah, ist ein kleiner Barsch. Naja, der ist kein Upgrade. Hast du? Ja. Hast du? Ja. Messen tun wir trotzdem, ne? Ja, wir messen den immer ganz kurz. 34,5. Dann ist kein Upgrade. Schöner Barsch, Freunde. Aber bringt uns in diesem Turnier in der Gruppe auf jeden Fall leider nicht weiter. Weiter jetzt schnell. Bock auf eine gratis Polbrille?
schwimmt, schützt und entspiegelt. Mit praktischem Hardcase, ob's Glera oder Iris, mit grünen, blauen oder grauen Gläsern. Einfach für 50 € shoppen, dann die gewünschte Polbrille in den Warenkorb legen und mit dem Code SUNNYDAYS25 wird die Brille genullt. Nur vom 10. bis zum 14. April und nur auf hechtundbarsch.de. Ja, Paul fängt ja hier recht zuverlässig Barsche. Und dadurch, dass Paul auch noch einen 89er Hecht gefangen hat, werde ich durchs angrenzende Flachwasser hier hinten, wo wir jetzt keine Barsche hatten, mal mit einem Jerk bearbeiten. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht irgendwie auch noch einen 90-Pluser kriegen. Weil jetzt geht es, glaube ich, um die Hechte, die Punkte zu machen. Zander wird schwer jetzt gezielt im Fluss am Tage. Größer als 58 zu fangen, aber mit den Hechten können wir noch ordentlich Punkte machen. Deswegen werde ich jetzt hier ein paar Würfe mit einem Jerk machen, leicht trübes Wasser, UV-Drillinge unten dran und dann schauen wir mal. Alter, das war meine Kapuze. Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe sie eben gemerkt. Fisch. Geil. Hat sofort geklappt mit dem Hecht. Den hier schon so ein bisschen rumgauen ansehen, den Hecht. Und 2-3 Mal durch die Futterfische durch. Jetzt beißt er wirklich. Meine Güte. Jetzt hat er sich einen Haken gelöst, das habe ich gespürt. Bei unserem Glück ist der doch gleich ab. Ja, so ein Glück, wie wir zur Zeit haben. Schöne Kopfschläge eigentlich. Ja? Mhm. Komm schon. Oh! Oh ja. Guck mal, wie scheiße der hängt. Der hängt richtig knapp. Renn. Yes. Und da ist er drin. Ah, geil, Alter. Angel du auf Barsch. Alter, geil. Herrlich. Geil, Alter. Der hat doch einen Meter. 1,25, 1,3 sozusagen. Der ist noch nicht komplett ausgedrillt, weil er nicht gut hing. Ich hoffe, er lässt mich in Ruhe. 1,3 Meter, Riesenfett. Geil. Brutaler Fisch, riesenmassiv, 1,3 Meter. Der darf wieder rein. Hechte immer noch in der Größe, wenn ihr so lange gedrillt habt. Noch ein bisschen stützen. Mit dem Kopf dahin, wo sie hin sollen. Und jetzt kommt die Spannung. Bam, Alter. Das war die richtig eklige Hand. Schleimbolzen. Komplett auf Ansage und nachdem es am ersten Tag lange so aussah, als müsste Team Sunline frühzeitig die Segel streichen, sind sie jetzt wieder voll da. Paul und Christian wissen, bei wem sie sich zu bedanken haben. Ich werde jetzt erstmal Fabian schreiben, dass ich ihn liebe. Ja, von mir auch. Fabi, die Kamera ist an. Und wir wollen dir nur kurz sagen, dass wir dich lieben. Ja, volle Palette. Also wir haben jetzt einen 46er, 2 Aussteiger, einen 89er Hecht. Und dann habe ich mir gesagt, mach noch einen Jerk ran und guck mal am Flachen. Noch 1,3 Meter. Ich hoffe, du schläfst noch. Gator Jerk, für mich einer der besten Jerks auf dem Markt. Funktioniert super über die Rolle. Ich habe hier noch einen kleinen Veteranen irgendwo in der Box. Ich sag mal, ich zeige euch den, wenn ich den nächsten gefangen habe. Der ist noch neu, aber der andere, der hat Legendenstatus. Okay, we're stuck on the bottom, so I use a lure retriever to see if I can get my lure back. So you put your line in, and then there's weight and chains. So you let fall the weight on the lure, and sometimes it comes loose. And then you use the rope to get it to the surface.
Normally it's pretty hard on a river with strong currents, but here is not that many current at the moment, so sometimes it works. There it is. And you save another €10. Just because of the weight. It was not tangled in the chains, but it's mainly the weight that bumps on the lure, and then it releases the treble from the debris. So this thing has earned me a lot of money over the years. Hendry Fiss, erklärter Feind des Angel-Einzelhandels. Schnell weiter zu Funktionsbekleidungsberater Fred. So I wanted to show you this jacket. It exists in the range, Adventa range, with arms or without arms. I call it a doudoune. It's really warm. Inside you have a material that reflects your warmth on you, and that's the reason today it's a little bit windy, a little bit cold, but I still don't need much more than this. I use it as a first layer, and then after I will put my membrane jacket on top, and this will keep me warm all the time. So it's really something I recommend for you guys in the autumn or in the spring, also in the winter, depending on where you are, but it's really a warm clothes. So yeah, try it out and tell me what you think about it. Small Sander. Kleine Sander. Too small. Too small. Oh, Fischer! Oh, geil! Oh Junge, was für ein Biss. Chili Cheese. Bitte, bitte, geh nicht ab. Das ist kein Zander. Das ist ein Rapfen. Ein Rapfen? Ja. Was für einer? Alter. Die haben Power. Ah, der will nicht. Der spielt Looping Louis. Da ist er. Junge, was für ein Rapfen. Alter, der ist groß. 77. Das ist doch gut. 77 Punkte. Richtig geiler Fisch. 77 Punkte, oder? Jawohl. Hey, du kommst endlich mal auf die Scale. Oder vielleicht, es kann ja auch sein, dass er sich gar nicht als Rapfen fühlt. Ja. Vielleicht fühlt er sich als Hecht. Oder vielleicht sollten wir den ein bisschen bemalen. Vielleicht mal. So, Rapfen hat Spaß gemacht. Dann melde ich mal in die Gruppe. Nein, Quatsch. Das wäre echt geil, wenn ich jetzt in die Gruppe reinschreiben würde, 77er Rapfen. Nee, heute wissen wir die Ergebnisse nicht. Deswegen können wir die anderen nicht ärgern. Weitermachen. Strecke machen, weiter fischen. Immerhin die Farbe funktioniert. Der erste Räuber hat darauf reagiert. Ja. Gibt ein gutes Gefühl. Hier ist Guido auf jeden Fall in seinem Element. Hechtfischen liegt dir, ne? Einer deiner Lieblingsangelarten. Ja. Guido hat hier die ehrenvolle Aufgabe, ein bisschen größer zu fischen. Den Großen zu fangen. Ja. Den einen oder die zwei. Aber hier in dem Gebiet tun wir uns tatsächlich recht schwer, im Fluss große Hechte zu fangen. Da sind wir ja, glaube ich, auch nicht das einzige Team, was da ein bisschen struggelt. Aber wir haben noch viele Ideen. Wir haben viel getankt. Kann noch interessant werden. Einen richtigen Brecherhecht, dann ist alles nicht so schlimm. Wie groß war deiner? 83 oder so. Nicht größer? 89, ja. Ja, 89, ja. Ja. Das sind 10 Punkte. Das ist immerhin noch ein, was ist das, ein 44, irgendwas zwischen 44 und 45. Barsch. Ja. Ja, das ist alles nicht so schlecht bei Hechten. Fisch. Wo ist der Pike? Das ist ein Upgrade. Ein kleines. Ich will eigentlich nicht schätzen. Doch, der könnte an die 80 rangehen.
76. Erfolgsköder von gestern, Starby Shed. Ja, schöne Sache. Und zurück damit. Das wär's jetzt, Alter, wenn der jetzt rumballert. Da ist er. Da war er. Der ist dran, der ist dran, der ist dran. Der Kescher, der hängt ganz scheiße. Den haben wir im Raum gesehen. Wieder ein Meterfisch. Oh, ist der Kescher schon wieder. Der hängt richtig scheiße, der hat ganz knapp vom Boot gebissen. Und rein, Paul, rein, 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 rein. Yes, Alter! Alter! Köder ist wieder ab. Und der Köder ist schon wieder ab. Ich hab ihn. Mann, Alter, wir haben's mal gesagt, Junge, da raubt der Fischmeister hin. Was ist denn das, Alter? Paul hat den gesehen, wie er da hinten gejagt hat. Und ich hab direkt hingeworfen und den ersten Wurf. Und ich hab nur gerade gesagt, wird das geil, wenn der Ruf knallt. Köder ist wieder ab, der hing so spitz. Ich dachte, der hat gebissen, ist gleich runter. Nicht so scheiße, der hat fehlgebissen. Oh, lecko mio. Könnte ich knuddeln. Das ist so geil. Jetzt brauchen wir hier bloß noch einen dicken Borsch, Alter. Er ist richtig lang. Länge. Wir haben hier vorne dran. Kommt da so 1,4 Meter? 1,4 Meter? Nee, schummeln müssen wir ja auch nicht. 1,4 Meter hat er auf jeden Fall. Den 1,4 Meter nehmen wir mit. Dünnes Ding. Haben wir schön beim Fressen gestört. Richtig geil, Alter. Beim Raum, Junge. Guckt euch da mal den Prachtfisch an. Gut, dieser wunderschöne Fisch darf jetzt auch wieder rein in sein Element. Wie schon erwähnt, behutsam zurück. Pech wie wir am ersten Tag haben, zum Glück haben wir jetzt am zweiten Tag, wa? So wie das läuft. Spannung aufbauen lassen und dann geht er von dann. Den Hechtschleim nehme ich gerne. In Gruppe B hatte B1 immerhin 1 Stunde gebraucht. Hier fängt Christian 2 Meter Fische binnen 17 Minuten. Wahnsinn! Sunline übernimmt die Führung. Bite of Bleak, Monkey Lures und auch Tailwalk kleben aber förmlich am Heckspoiler. Wir atmen einmal tief durch und schauen auf das Doppelpack-Setup. So, kurzes Update zu meiner Schnur und wie ich das alles fische. Als Hauptschnur nutze ich Sunline Castaway in 50 Lips. Die Castaway verbindet die ganzen Vorteile von Monofil und Polywire. Es ist nämlich 4 Geflechte Mono quasi und 4 Geflechte PE, die sich verwickeln. Dadurch extreme Abriebfestigkeit an Steinen. Das ist der Vorteil vom Mono. Und die Rückmeldung, also ohne Dehnung zu arbeiten mit der PE. Also für mich wirklich die beste Schnur zum Hechtfischen. Da ist der nächste Hecht geraubt. Ey, da hat der nächste Hecht geraubt. Als nächstes verwende ich eine Siglon in 0,50. Davon circa, ich würde jetzt mal sagen, 1,5 Routenlängen. Das ist ein bisschen der Abriebsfestigkeit geschuldet und der Sichtigkeit der Fische. Hier jetzt wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, aber wenn ihr in klaren Wasser fischt, finde ich das wichtig, dass vor dem Köder fast nichts schwimmt, also nichts, was der Fisch sehen könnte. Und das letzte Ende bei mir ist ein Shockleader von Sunline in 0,91. Verliert man keine Fische drauf, noch keine drauf verloren. Das ist alles super. Und dann kann man das, wenn es kaputt ist, entweder einkürzen, umso länger man es hat. Das ist der große Vorteil für mich bei FC anstatt zu Stahl. Weil wenn ich jetzt hier eine kleine Macke drin habe, schneide ich hier einfach ab, binde hier einen neuen Clinchknoten und bin sofort wieder ready. Beim Stahl hätte ich jetzt den Nachteil an einem guten Hechttag, ich jetzt zum Beispiel mit Paula auf dem Bodden fischen würde und wir da richtig viele Hechte ballern, dass wir ständig Stahlspitzen ballern müssen und immer wieder neu. Und so schneiden wir ein kleines Stück ab, wo die Macke ist, binden neu und dann sind wir ready. Für mich das Setup zum Hechtfischen. So, wo muss ich hinschmeißen, wo der geraubt? Wieder da an der Ecke. Wo liegt mehr? So. Ja. Zack. Fisch! Ah, verarscht. Okay. Kann ja hier mal klappen. Da ist er. Das ist ein Zander! Das war ein Riesenzander! Mann, Alter, baller den raus. Was ist hier los, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Das war ein Riesenzander, der da hinterher kam. Das ist das krass. Wenn ich jetzt hier noch einen großen Zander kriege, dann dreht Toni im Headquarter durch. So we arrived at our Zander spot. We waited for the right tide because we need a strong current, and that's now. So we have a couple hours with good tide in front of us, and we also have here a perch spot really close nearby. So
hopefully this is the spot where a lot of things on our list will change, but we will see. Let's find out. Is hier er bijna bij, moet je zeggen? Yes, it's coming in. I think it's a perch. If it's a perch, it's a good one. Feels like a perch. Don't fight anymore. It's a zander, it's a small one. It's a perch. Yes! Nice. That's a good perch. It's not a giant. What a strike. Oh no, slick shit. There it is. In the perch color, the hot perch. Fish it really heavy with 21 grams of weight. Look at this, an old river perch. It's 43. Normally they are much bigger. I think it's a really old one. That's a little bit retired already. But I am happy with it. There she goes. Good points. 86 points. That's a good one because the other perch was not that big. And I think we need bigger ones, but it's a good start. Let's move on. It's a pike. Not huge, but it's a pike. No, it's under. It's better as under. You are ready? Here is our second fish today. I have a strike here to my big bite, to Dunkel. I change it for a small lure, small plastic shed like perch, and this nice dark zander. Bite it. This fish is 54, I think, yeah. Fred, come on. It's a better fish. Come. Come. Yes! Yes, yes, yes! Good job. This is what we are looking for there. Oh, she's out, but nice pike is in the net. Yeah. Yes. I have a pike like this in this area a couple of months back, and that's the reason why I'm really want to try this spot again. And it's delivers 80 for sure. So here she is, our third fish from today, from our river day. Nice pike, 80 centimeters from River Eimer. Let's release her. Thank you. Yes. No! No, it's a pike. I saw her. I know it's a pike. Yeah, I saw her. Oh. Ah! Again? Again? Ja. Noch läuft nicht alles rund für Adventa. Trotzdem machen Honza und Fred als letztes Team und insgesamt immer noch recht früh die Karte voll. Wir müssen aber direkt weiter. Es klingelt schon wieder woanders. Ja. Oh, hij zit er nog aan. Vast? Kijk, hij zit er nog aan. I think an asp. There it is. Oh. In the net. How long it will be? It's a big asp. My PB is 79. No, it's not 79. No. That's a nice sander. Oh no! It's not a sander. Yeah. That would be a great catch. Yeah. Ah nein! Nein, da war er. Ja, da hängt er wieder. Der kam noch mal hinterher. Der kam noch mal hinterher. Der sieht auch wieder ein bisschen klein. Der ist auch zu klein. Den nehme ich mit der Hand. Der ist zu klein. Lass, den nehme ich mit der Hand. Müssen wir nicht. Gut. Der nächste, der ist noch kleiner als der davor, aber ich hatte erstmal einen Fehlbiss gehabt, dann hing der ganz kurz
Und dann dürft ihr nicht sofort einkurbeln, sondern weiter fischen. Paar Twitch weiter, kam der kleine Barsch. Hey, ich glaube, ich habe meinen Köder jetzt für den Morgen gefunden. Da wieder der Shaky Louie. Hängt. Zander. Yep. Dankeschön. Bitteschön. Eingeschöpft. Laufen tut's ja, ne? Jetzt zeigen wir euch den mal. Bumblebee Chatter. Ja, mit einem kleinen Trailer. Läuft. Einmal schnell messen, weil die Fische beißen. So, hier sind wir auch bei 60, 61, 60,5. Also 60,5, 61. 61 cm. Nochmal schnell. Und der darf jetzt auch wieder schwimmen. Da hängt nächster. Wieder Zetti. Oh. Das war mal eine Flucht. Oder ein Fluchtversuch. Vielen Dank. Es läuft, es läuft, es läuft. So macht Angeln Spaß. Gleiches Setup. Ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Schöner Fisch. Und den wollte er haben. Juckig sind sie. So, ich würde sagen, der zählt als 62. Der darf wieder schwimmen. Also, Bumblebee mit dem TT-Shed, 3,2 Inch, ist einfach eine Bank. Kriegt ihr alles mit. Hecht, Zander, Barsch. Zander. Wieder Zander. Gierig. Mhm. Der ist ja schon draußen. Ja. 60 und zurück. Auch direkt die Strömungskante, ne? Ja. Die schönen Zander bringen zwar keine Punkte, Tailwalk steht aber eindeutig richtig. Gleiches gilt für Sunline, obwohl man zu Beginn noch angekündigt hatte, den ersten Spot schnell wieder verlassen zu wollen. Davon ist verständlicherweise keine Rede mehr. Stattdessen nimmt man eher methodische Anpassungen vor. Ja, also um hier ein bisschen Vielfalt zu haben, wir haben jetzt gerade die Barsche im Flachen gekriegt. Chrissy, der jerkt immer noch im Flachen auf Hecht. Der hat auch gerade noch einen schönen Zander-Nachläufer gehabt, deswegen sind wir jetzt auf den Gedanken gekommen, vielleicht mal die Strömungskante hier einfach abzujiggen mit einem 5-Inch Smoking Swimmer. Ich habe mir jetzt erstmal 18 Gramm ran gemacht, weil hier doch schon ein bisschen Dampf drauf ist. Und dann werden wir mal gucken, ob wir jetzt noch einen Zander an der Kante kriegen. Der aufmerksame Zuschauer wird vielleicht gesehen haben, dass das Boot hier doch ein paar Ecken und Kanten hat. Weil das ist die Little Hornet. Wer es verfolgt hat, das Boot wurde im November, glaube ich, ne? November. Ja, das wurde letztes Jahr geklaut. Letztes Jahr im November geklaut, komplett ausgeschlachtet. Format, ne? Wie bitte? Beim anderen Format. Bei einem anderen Format. Einen Tag vor dem Turnier. Hatte Daniel Weyers das Boot hier leihweise und das war komplett ausgeschlachtet. Selbst die Schlösser waren alle raus, die Decks waren alle nicht mehr zu gebrauchen, selbst die Schläuche von der Leifel, alles durchgetrennt, jedes Kabel raus, selbst hinten der Wasserabscheider für Sprit, alles komplett raus. Komplett. Motor geklaut, die komplette Technik weg. Und dann ist es nach dem Hochwasser in Holland im Frühjahr wieder aufgetaucht, also ist in der Eisel geschwommen. Durch einen netten Angler dann wieder zu uns gekommen, der uns das gemeldet hat, dass er es gefunden hätte. Und dann peu à peu wieder aufgebaut. Ist noch längst nicht fertig, aber uns war es wichtig fürs Mojo, weil wir recht viel Mojo auf dem Boot gesammelt haben, dass wir das Boot auf jeden Fall wieder ready machen. Und Fish ready ist es. Es sieht noch nicht tipptopp aus. Die ein oder andere Raptor-Beschichtung wird noch erneuert, aber dann ist sie wieder zurück. Und für uns jetzt ein Top-Gefühl, dass wir hier am zweiten Tag mit der Little Hornet mal wieder so abliefern. Sind unsere Teamboote wieder vollständig, ey. Und vollzählig. Richtig geil, neue Folierung, passend jetzt.
Die Ausstattung ist auch wieder geil, Garmin Force. Wir haben die neue Echo Map Serie an Bord, wieder ein 100er Honda und können jetzt wieder richtig Gas geben mit dem Boot. Also wir sind echt froh, dass es wieder zurück ist. Die Jolle hat schon einiges erlebt und heute kocht das Mojo fast über. Fisch. Ja. Könnte ein Zander sein. Ist ein großer Hecht. Ein großer Hecht schon wieder? Vor Publikum. Den habe ich hier rauben sehen. Wieder mal. Oh, der hängt schon wieder so knapp. Paul, Kescher, unten anfassen das Netz. Ja, das ist drin. Yes! Ich glaube, den haben wir schon mal gefangen. Ich glaube, der hat 1,3 Meter. Ja, das könnte der wirklich sein. Ich glaube, der hat 1,3 Meter. Alter, das wäre so geil. Dann haben wir 3 Meter Pikes drin. Was ein Tournament! Nee. Nee, ist ein anderer. Warte mal. So. Nee. Der hat 1,2 Meter. 1,2 Meter, 1,3 Meter, 4 Meter. Das sind alle Brüder. Ja, der wird nicht länger. 1,2 Meter. Das ist ein anderer Hecht nochmal, Alter. Krass. Das gibt's doch gar nicht. Christian nimmt die ganze Hechtfamilie hops und baut die Führung aus. Sunline liegt nun bei fast 750 Punkten und das bei noch über 5 Stunden Angelzeit. Schöner Nacken. Ja, da steht Spannung aufbaut. Und dann ist er weg. Yes, Alter. Alles auf dem Jerk. Geil, geil, geil. Jerken ist wirklich, es ist im Flachwasser einfach eine Macht. Ich liebe flache Jerken. Das nicht. Was? Hast du nicht gefunden? Ich habe einen Buckeln sehen. Ja. Wahnsinn, wie die Hechte kündigen sich ja jedes Mal an. Man sieht sie kurz einmal buckeln und dann sind es meistens 3, 4, 5 Würfe. Und dann hängt er. Vielleicht hat er jetzt auch einfach nur einmal rausgeschaut. Wenn das mit Paul schon mal auf der Müritz gehabt. Da kommen die Hechte einmal rausgebuckelt, dann sieht man das Auge so und wir denken uns jedes Mal, kommen die jetzt wirklich gucken, ob wir Angler sind oder ja. Die so dazu gelernt, die eine WhatsApp-Gruppe, um zu sagen, ja, da ist Paul jetzt, braucht er jetzt erstmal nicht fressen. Aber hier, die buckeln raus und sind uns gut gesonnen. Machen wir noch 2, 3 Würfe. Und dann darf ich nicht vergessen, den hier zu reporten. Perch. Good perch. Yes! Oh, that's what we like. Good one. Nice. Oh. That's a good one. Oh, finally. Oh. We were so struggling, not only with the sanders but also the perch. But now we can at least bring in a good sized perch. It was a little bit more shallow over there, so my crankbait was diving into the bottom, and to me it's not feeling great, but all of a sudden there was the strike. Look at this. That's what we need. Let's have a look. 49. Oh, that's great. Almost 50. It's 49. That's good, because then we are finished with perch fishing now. And it was fighting as hell in the current. There she goes. Yes! 49, 98 points. That's what we need. So now it's time to... well done. Thank you. Now it's time for the Zenders. Yeah, we need that as well. Es bleibt irre eng. Sehr wichtig für Fox. Ab jetzt also alles auf Zander. Hendry liefert vorher aber noch eine kurze Barsch-Nachbesprechung. We were doing deep diving crankbait fishing, and this is a little bit out of the main current, and that are really good spots because the perch like to hide a little bit out of the mainstream, just on the edge, and not all
stretches here in this river have their specific spots, so you have to search, and then we move from one to another spot. And in training we got 2 really big perch here, and now 49, so that's really good. We use the Striking 5 series crankbait for this fishing, and then the Salmon Thrill Seeker. That's a 2.70 m rod, and that gives me the opportunity to make a really long cast, and it has a casting weight of 5 till 21 grams, and that's still soft enough because you can lose the perch, especially in the current. You can lose them pretty easy, so you need a soft tip and a thin line. That's also really important. Let's try this one. What we are doing now is trying to targeting perch, because we have 1 pike, 2 zandras, and we also need to upgrade our smaller perch. In this case I'm using one of my favorite lures for perch fishing, the Rakup. This lure can deliver all species like asp, pike, zandra and perches. Hopefully we will get luck today with it for 1 or 2 bigger perches from this river. Nach dem Hecht von eben hofft man am neuen Spot auf Barsch. Team Monkey Lures macht's genau andersherum. So, jetzt sind wir am Spot angekommen. Es ist eigentlich eine gerade Strecke ohne Buhnen. Und wir werden uns jetzt hier dran langziehen. Wir haben gestern im Training ein bisschen mit dem Side-Image Fische gesucht. Wir haben hier an der Kante extrem viele Brassen gesehen. Und ja, wo natürlich das Futter ist, sind die Räuber nicht weit weg. Wir werden jetzt mit 2 unterschiedlichen Methoden fischen. Der David, der fischt ein bisschen schneller mit einem Chatterbait, der wirft immer direkt an die Steine. Ich werde jetzt mit einem kleinen Gummifisch einmal den Grund abjiggen, werfe auch quasi an die Steine und jigge dann einmal auf und zu. Wir werden jetzt auch den Bugmotor einstellen mit einer Drift von 1 km/h die Stunde und werden dadurch jetzt die ganze Zeit Strecke machen und uns parallel zum Ufer langziehen. So, und heute ist es wieder soweit, der Ernstfall Chili Cheese als Fat Louis kommt jetzt dran. Ein bisschen unfair, aber ihr wisst, Freunde, beim YPC kenne ich keine Gnade. Der Power Vibe fürs Powerfischen. Geworfen vom Ufer vom Boot, geschleppt vom Ufer vom Boot. Mit dem Power Vibe habe ich ein absolutes Must-Have umgesetzt. Und das natürlich 100% bleifrei. Die Tauchschaufel aus einem Stück gefertigt für noch besseres Laufverhalten. Power-Sprengringe und super scharfe Drillinge. 55 mm, große Silhouette für noch mehr Druck unter Wasser. 3 Lauftiefen, 1 bis 2, 2 bis 3, 3 bis 4 Meter. Und das wohlgemerkt geworfen. Ausgestattet mit einem magnetischen Weitwurfsystem für hohe Wurfdistanzen. Freut euch auf 8 superfängige LMAB-Dekore. Der neue Köfi Power Vibe ab sofort erhältlich in deinen Tackle Stores. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler, aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super in Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und das kriegt ihr hier schon ab 16.900 €. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, führerscheinfrei. Eins meiner liebsten Modelle. Und hier erhältlich ab 9.900 € im Angebotspreis. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. So, dann stelle ich jetzt mal den Bugmotor ein
Dafür gehe ich hier auf die Taste Drift. Und dann müsste hier gleich eine lilane Linie erscheinen. Das ist jetzt quasi, wo er uns langziehen will. Wir sehen aber, das Ufer führt quasi rechts von uns entlang. Ich zoome mal ein bisschen raus. So. Und dafür kann ich dann jetzt einfach hier auf den Knopf Adjust gehen und kann diese lilane Linie, also quasi da, wo wir langfahren wollen, einmal verändern. Und ändere jetzt den Winkel, so dass ich sehe, dass unsere Drift parallel zum Ufer verläuft. Und wir können einfach problemlos angeln, ohne uns Kopfschmerzen zu machen, ob wir an die Steine treiben oder Wellen uns daran drücken. Denn der Bugmotor wird jetzt die ganze Zeit dafür sorgen, egal von welcher Richtung der Wind oder die Strömung kommt, dass wir trotzdem genau diese Linie fahren. Und ja, das ist natürlich ein sehr entspanntes Angeln. Auf geht's, alles ist eingestellt. Dann brauchen wir nur noch den dicken Hecht. Einen richtig dicken Hecht, David. Meter. 1 Meter. Der wird uns gut stehen. Ist das zu viel verlangt? 8 Stunden Angeln müsste doch eigentlich ein dicker rauskommen. 1 Meter pro Stunde. Was immer gut sind so Einläufe wie hier vorne. Die Steinpackung wird einmal unterbrochen und da kann immer wieder Futterfisch rein und rausziehen und die Räuber stehen oftmals davor. Also wenn ihr solche Unterbrechungen in der Steinpackung habt, müsst ihr immer wieder mal ein paar Würfe genau in diese Einbuchtung machen und in diese Auskerbung der Steine. Das lohnt sich immer wieder. Perch. Come on, please, come on. Yes! Good job. We have it. We have it. Good job. I have a feeling about this spot. I was no fish there before. I just only tried because it looked nice. It's something different in this stone wall. And I cast my Derakup as I showed you a couple of minutes before, and this is the result. Yes, this is the fish what we are looking for today. Nice perch. This one is 47. 47. Yes. Derakup delivers 47 centimeters perch. Nice one. Nice river one. Release this river beast. Bye bye. Der Plan geht auf und Adventa rückt wieder näher an Rang 5, den momentan Tailwalk belegt, möglicherweise aber nicht mehr lange. Hängt? Ja. Man kann doch nicht mal hier werfen. Der schon hängt der nächste Zander. Eieiei. Nächster. Also wie ihr seht, keine Angst vor großen Ködern. Einheitsgröße gerade so ein bisschen, ne? Ein bisschen besser, glaube ich. 64. Und zurück mit ihm. Ja, war klar. Hast du gestern auch dahinter? Also ein Fisch nach dem nächsten. Erst habe ich gedacht, nicht so gut. Jetzt doch ein bisschen. Barsch. Oh ja, gerade von den Barschen gesprochen, dass sie hier kommen können. Und den brauchen wir. Den brauchen wir. Ja Mann, Upgrade. Ja! Guckt euch diesen Traumfisch an. Was ein Gerät. Also, Messermann. Ich würde behaupten wollen. 46. 46, ja? Sehr geil. So. Und der darf schwimmen, natürlich wieder auf die andere Seite, weil wo einer ist, sind auch noch weitere. Ich wollte gerade sagen, eigentlich könnte man auch den großen Köder fischen, aber wir brauchen halt auch den Barsch. Und jetzt haben wir noch einen Barsch. Und Guido, das läuft richtig. Barsch. Ja. Ich muss reporten, man vergisst es sonst. Ja, sofort. Also es geht jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das im Video erkennt, aber ich glaube, jeder dritte Wurf ist irgendwie ein Kontaktfisch.
Also läuft. Yes. Yes. I'm here. I'm with you, my friend. And we got him. 1 meter from the boat. 1 meter from the boat. It wasn't. I saw it coming slowly, opening the mouth. In 1 meter of water. Where is our boomer? Yes. Here. Yes. Let's measure it quick. There. Yeah. Look at the color. It's beautiful. This one is 68. 68? Yes. Nice one. Nice fish. Yeah. I think I'm gonna ask you guys that are watching, if at home, except in Holland, you found quite often and during a long period of time, not only at the beginning of the season, if you found the zander in such a shallow place. Because honestly, in France, of course, you can farm, but we fish a lot for perch and pike in really shallow place, and it's not usual to catch them with chatterbait. And every time we come to Holland, fishing for zander with chatterbait is kind of a hype. So yeah, I'm curious to have your input on that one, because I would like to visit new place where we can fish like this. So traurig, wie es mich macht, dass ich jetzt damit aufhören muss, muss ich jetzt damit aufhören und Zander jiggen. Ich würde sagen, wir machen Zanderrouten fertig und machen mal ein bisschen Budenhopping, wa? Mhm. Paul, du machst das, wa? Hm? Ich habe hier meine Tungstenbox ausgekippt. Ah ja, hast noch ein bisschen zu tun sozusagen. Ich habe hier noch ein bisschen zu tun. Oh, also nicht nein, aber du musst vom Kescher runter. Willst du mit der Hand nehmen? Ich sag ja, hier sind gerade die Barsche am Raum. Ich habe die gerade, die Futterfische mal hochspritzen sehen. Schöner Perchi. Flupp. Das soll jetzt hier aber nicht so wirken, als würden wir hier 20 Minuten rumsitzen. Oh. Der Mund ist nie leer. Das ist ja alles so ein Druckgefühl. Wir haben jetzt in einer Minute das Brötchen gegessen und da ich auch die ganze Zeit durchfilmen, fühle ich mich schlecht. Ja. Oh. Aber für einen kleinen Snack habe ich noch Zeit. Kannst ja hier auch nicht 9 Stunden durchangeln, also 8. Mhm. Man muss auch mal ein bisschen was essen, sonst drehst du durch. Mhm. Alter, dann Hecht. Aber der war kein Upgrade-Hecht. Mhm. Trotzdem Bock, wa? Mhm. Kannst du nicht mal frühstücken irgendwo. Also, wenn die angekündigten Zander die Köder nur halb so entschlossen attackieren wie Christian die Waffel, auch auf anderen Booten wird gebruncht. Fox Rage kennt aber anscheinend nur Erfolgshunger. Übrigens, die Zander-Mission wurde offenbar doch noch einmal aufgeschoben. Ja, Fisch, Fisch. I also switched to a crankbait. Watch out for the trolling motor. Yes! Oh, another one. Shall it be bigger than 43? I don't know. I think maybe 1 centimeter more. So 44.5 makes it 45. Goodbye, my friends. Oh, that's nice for our perch average. Also, you were doing the same thing, right? Yeah, I switched. I was fishing with the shed, but Henry caught the perch on the crankbait, so I did a small switch or a quick switch to the same crankbait, and it worked out. So make a couple casts, maybe we can catch a small upgrade, and then we have to go for the zander. So. Wir brechen jetzt hier ab.
echt ziemlich mau. Wir gehen wieder auf Barsch, auf den Barschspot und dann auf noch einen Barschspot, bis wir noch mal einen End-40er haben. Das brauchen wir, sonst haben wir keine Chance. Team Fox sitzt uns im Nacken und das ist kein gutes Gefühl, das sage ich euch, Freunde. Alright, auf geht's. Na, wenn der wüsste. Monkey Lewis bricht die Hechtsuche ab. Derweil wünscht sich Team Sunline mehr Applaus vom Veranstalter. Also, Toni nimmt das immer alles so unkommentiert hin. Und ich fand schon, dass das eine gute Strecke war. Und jetzt habe ich ihm geschrieben, kannst du auch mal schreiben, dass wir das toll machen vielleicht. Ein bisschen Spaß muss sein. So, jetzt haben wir hier eine schöne Hafeneinfahrt. Die werden wir direkt mal abjiggen. Mach mal den Boogie drin, oder? Wir haben nämlich noch einen 58er Zander drin. Den würden wir gerne kicken mit irgendwas in der 60. Hier auf der linken Seite ist eine richtig geile, steile Kante. Weil wir auf jeden Fall ziemlich krasse Zanderfischer im Volkerak hatten, die sich da besser auskannten als wir. Hast du die Fernbedienung? Da vorne in der Ecke. Mal gucken, ob wir die ein bisschen ärgern können. So, wir sind jetzt am nächsten Spot angekommen. Jetzt heißt es ein bisschen Strecke machen. Für uns auf der Suche nach einem dicken 40 Plus Barsch. Ich muss sagen, generell mein Gefühl heute ist, ich fühle mich nicht so sicher wie zum Beispiel am Volkerak. Das ist wirklich so. Es ist einfach, das ist... Nicht unsere Angelei. Machen wir zu selten. Aber egal. Wir werden ein paar Fische fangen, aber wir brauchen halt die dicken, die Bomben. Wir wollen nämlich ins Finale kommen. Das ist wichtig. Genau, zum Absuchen nehme ich hier einmal von LMAB den Power Vibe 55. Der läuft 3 bis 4 Meter. Den werde ich jetzt schön über den Boden ziehen und hier die ganze Packung mal einmal abwerfen. Super geiles Dekor und mal gucken, ob der mir jetzt den Fisch bringt. Toni hat geschrieben, ihr macht das großartig. Ja, endlich würdigt's einer. Und im Endeffekt reicht es für Platz 4. Ja, genau. Schön wieder. Die anderen noch viel besser rasieren und wir denken uns hier, einen schönen Tag hingelegt. Ja. Ja, die haben halt einen ersten geilen Tag gehabt, ne? Das ist immer noch... Bin immer ein bisschen neidisch, wenn die Zander da alle gejiggt haben oder so. Das ist schon eine geile Angelei. Ja. Da haben sie sich echt einen Kopf gemacht, das ziehe ich meinen Hut. Wir haben jetzt gerade die Seite gewechselt, also wir suchen eigentlich die Bereiche mit Kraut, beziehungsweise wir fahren nur die Bereiche mit Kraut an und versuchen hier flach den großen Hecht zu bekommen. Bisse haben wir ja genug, leider viel zu viele Zanderbisse und wir brauchen einen großen Pike für die Punkte, einen sehr großen Pike. Wir lassen auch schon ein paar Barstellen außer Acht, die sind hier nämlich direkt nebenan, die Strömung müsste auch passen. Upgraden. Aber so ein 46er Barsch außer Wertung zu hauen, ist schon eine Ansage. Aber nichtsdestotrotz werden wir bestimmt nachher noch mal 3, 4 Würfe da vorne machen und gucken, was da geht. Aber jetzt erst noch mal flach werfen, 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 werfen. Weil irgendwo muss ja jetzt mal so ein 90er kommen. Oder größer. Willst du Spinnerbait fischen? Nein, willst du nicht. Mal gucken. Guter Zetti. Ja? Könnte ein Upgrade sein. Kann nicht ganz, ne? Knapp. Geiler Zander. Es gab ja einige Fehlbisse. Man merkt wieder, die Uhrzeit gestern hat uns ja auch nicht gefallen. Da ist er und er hängt nur am Stinger. Holen wir schnell raus. Was ein geiler Fisch. Guckt euch den an. Schnell messen. Ich denke, der wird wieder Mitte 60 haben. Oh. Ja, das wäre unser nächster 70er, wa? Jo. Aber hat er nicht. 69. Also nochmal die Kategorie. Leider kein Upgrade. Nah dran. Auf die nächsten. Das ist Angeln, was Spaß macht.
Köder liefern. Geiler Tag, geile Sonne und jetzt gleich noch einen geilen Hecht. Nach längerer Überlegung macht Zanderangeln keinen Sinn mehr. Wir haben also gerechnet, wir könnten eventuell einen 65er Zander fangen mit viel Glück jetzt hier an dem Fluss. Was ein Upgrade ungefähr von 9 Punkten macht. Wir haben aber noch den 42er Barsch drin. Und es ist möglich, an dem Spot dort hinten Fuffis zu fangen. Und das ist eine Verbesserung von 8 cm. Und da reden wir über 16 Punkte. Und die anderen Barsche können wir ja auch noch upgraden von 45 auf vielleicht 47, 48, irgendwie so die Drehe. Das ist jetzt ein Falschen um ein paar Punkte, aber müssen wir nur mal ausbaden, dass wir am ersten Tag wirklich nicht geliefert haben. Also, Barsche angeln. Yeah, so the day started off as we had planned. We caught 2 good perch quite fast, and after that we had to have a really hard time. We did some sander fishing and caught nothing, but now we're back on the first spot again, hoping for some big perch. Next episode you will see another tactic from us. See you then. I think we can't complain that much. We already have 2 very nice perch. Yes, we struggle a bit with the sender, or yeah, we still struggle with them, but yeah, we need some upgrades on those, but we have still 1 episode to go, so nothing lost yet, so let's go for the sender, the next episode. Boah, wir tun uns echt schwer, irgendwie die Fische zu bekommen. Aber die Hoffnung ist noch da, weil wir haben aus dem Seetag gute Fische in der Wertung. Wir haben einen dicken Barsch und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein guter Zander oder ein guter Hecht. Und wir haben immer noch die Power Hour, die können wir auch noch nutzen. Deswegen, wir hatten einfach die Hoffnung, am Morgen die 2 Barsche zu bekommen und dann abzugraden. Aber es ist noch nicht so weit. Vielleicht kriegen wir noch den Barsch und dann geben wir Gas auf Zander und Hecht. Yeah, we need to improve maybe the zander, but the pike definitely 80 can there's a margin, and we should improve 1 more perch. Yeah. So we might change river system or stay there. We're gonna decide, and we will tell you in the next episode. Let's go. We will see you there. Bye. Die Teams haben noch einiges vor für den Nachmittag und man muss wahrlich kein Hellseher sein. Das wird ein ganz enges Höschen. Sunline hat den mittelmäßigen ersten Tag vergessen gemacht und streckt bereits die Hand nach dem Finalticket aus. Bite of Bleaks zu Tagesbeginn noch recht komfortabler Vorsprung ist dagegen fast vollständig zusammengeschmolzen. Jochen und Jonas benötigen also dringend Hecht oder Zander, auch um die in die Reserve gerückten Dickbarsche von Tag 1 wieder zurück in die Wertung holen zu können. Fox Rage braucht Zander, Monkey Lures und Tailwalk fehlt vor allem ein besserer Pike, während Adventer weniger festgelegt ist. Sollte aber zeitnah ein weiterer guter Fisch, egal welcher Art, beißen, wären auch Fred und Honza wieder mittendrin im Qualifikationskampf. Die Zeichen stehen allesamt auf Krimi. Seid am Sonntag ab 18 Uhr dabei und bis dahin liken, kommentieren und unseren Online-Shop besuchen. Dort findet ihr natürlich auch die zahlreichen Tackle-Highlights aus dieser Folge. Vielen Dank für euren Support und ciao!